Zum Einstieg habe ich eine steile These für euch. Ich behaupte, dass The Day Before zu einem Punkt in seiner 5-jährigen Entwicklungszeit ein richtig gutes Spiel war. Dabei sah es vielleicht völlig anders aus und hatte weit weniger große Ambitionen. Aber wenn das Team eine Chance gehabt hätte, es weiterzuentwickeln, hätte sich The Day Before vielleicht sogar bei den vielen erfolgreichen Spielen des letzten Jahres einreihen können. Letztlich wurde es aber so oft umgeworfen und musste vielfach zumindest versuchen, mit den vielen unhaltbaren Versprechen der Marketingkampagne mitzuhalten, dass das ambitionierte Projekt schon lange vor Fertigstellung in sich zusammenfiel. In Zusammenarbeit mit der GameStar, deren Artikel bereits auf ihrer Webseite veröffentlicht wurde, haben wir eine Investigativrecherche angestoßen. Wir haben uns mit 16 ehemaligen Angestellten von Studio Fantastic, einem freiwilligen Helfer und 7 Mitarbeitenden vom Publisher Mytona ausgetauscht. Dabei wurde uns ein Bild von den Umständen der Entwicklung gezeichnet, das klar macht, warum die Geschichte ein so unrühmliches Ende gefunden hat. That's a 1 out of 10, folks. Da nahezu alle unserer Quellen anonym bleiben wollen, werdet ihr deren Informationen aber vor allen Dingen von mir und meinem geschätzten GameStar-Kollegen zu hören bekommen. Hallo, ich bin Martin, arbeite als freier Journalist und habe den Fall The Day Before für GameStar recherchiert. Damit ihr das, was Sebastian und ich herausgefunden haben, besser nachvollziehen könnt, müssen wir aber erstmal ein paar Tage in die Vergangenheit springen. Falls ihr euch gefragt habt, was die beiden Gründer von Fantastic vor The Day Before und dessen aufregenden Trailern so gemacht haben, ist die Antwort Midnight Macabre, Mystery of the Elephant. Das war ein einfaches, unscheinbares Wimmelbildspiel und die erste weltweit spielbare Veröffentlichung, an der Eduard, der ältere der beiden Kotovsev-Brüder, beteiligt war. Die beiden stammen gebürtig aus Jakutsk in Russland. Wenn ihr von dem Ort im nordöstlichen Sibirien bereits gehört habt, dann eventuell wegen einem dieser Videos, in dem Leute die kältesten Orte der Welt besuchen. Jakutsk ist einer davon. Tatsächlich existiert hier aber auch eine kleine, aufstrebende Tech-Szene, von der Eduard Kotovsev früh ein Teil war. Übrigens genauso wie 2 seiner größten Vorbilder, die ihn maßgeblich zum Schritt in die Games-Branche inspiriert haben. Afanasi und Alexei Uschniski. Die beiden sind in Jakutsk sowas wie nationale Helden. Sie haben sich von einer Holzhütte bis zu einem millionenschweren Mobile-Games-Unternehmen mit mehreren Niederlassungen in der ganzen Welt hochgearbeitet. Ihre Firma Mytona kennt ihr wahrscheinlich vor allen Dingen deshalb, weil sie als Publisher von The Day Before aufgetreten sind. Davor waren sie aber hauptsächlich durch erfolgreiche Mobile-Games wie Cooking Diary oder Wimmelbildspiel Seeker's Notes bekannt. Im Kontrast dazu konnte Eduards erstes Spiel nicht einmal die Entwicklungskosten wieder hereinholen. Doch im April 2015 wagte er einen neuen, weit ambitionierteren Versuch. Zusammen mit seinem ebenso gamesbegeisterten Bruder Eisen Kotovsev gründete er das Studio 8 Points und arbeitete am isometrischen Survival-Spiel The Wild 8. Die Herkunft beider Namen ist relativ schnell erklärt. Wir sind 8 Personen, deshalb haben wir das Spiel auch The Wild 8 genannt. Von Don't Starve und einem Titel namens Before inspiriert, unterscheidet sich The Wild 8 vor allen Dingen durch die eisigen Witterungsbedingungen, gegen die man sich im Spielverlauf erwehren muss. Etwas, das sie aus ihrem Leben in ihrer Heimat Jakutsk sehr gut kannten. Das Spiel sollte durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden, bei deren Bewerbung sie ihre Herkunft zu ihrem Vorteil einsetzten. Und der Plan ging voll auf. Das war gute PR für uns. Wir haben unsere Schwächen zu Stärken gemacht. Die Kickstarter-Kampagne ist jetzt nicht explodiert, erreichte aber mit fast 60.000 US-Dollar das gesteckte Ziel. Wie wir herausgefunden haben, aber wohl nur dank zahlungskräftiger Unterstützung. Die Mytona-Gründer Afanasi und Alexei haben das Projekt mit 12.000 US-Dollar gebackt, weil es The Wild 8 kurz vor Ende nicht so recht über die Ziellinie schaffen wollte. So aber konnte das 8-köpfige Team in einem erst noch recht spartanisch eingerichteten Büro in Jakutsk am Spiel arbeiten. Und das taten sie nicht gerade wenig. Wir haben sehr hart gearbeitet. Von morgens bis abends, von 9 bis 21 Uhr. Auch am Wochenende. Unser Team ist sehr motiviert, hat Energie und ist sehr enthusiastisch. Zumindest in einem Aspekt sollte sich die viele Arbeit aber auszahlen. Schon 8 Stunden nach Early Access Release hatte sich die Entwicklung amortisiert und brachte innerhalb des ersten Verkaufsmonats 1 Million US-Dollar ein. Das Studio hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits in Fantastic umbenannt, da die Zahl der Mitarbeitenden wuchs und, die Gründer anscheinend plötzlich Lust auf einen anderen Namen hatten. Man könnte behaupten, sie seien ein wenig sprunghaft.
Was sich vielleicht auch darin äußerte, dass ihre erste Erfolgsgeschichte schon bald nicht mehr ihre eigene war. Mit der vagen Erklärung, dass sie sich aufgrund von rechtlichen Problemen mit skrupellosen Partnern innerhalb ihres eigenen Unternehmens dazu gezwungen sahen, verkaufte Fantastic ungefähr 7 Monate nach Early Access Start The Wild 8 an ihren damaligen Publisher. Erwähnt wurde das aber nur beiläufig in einem späteren Update-Post, was durchaus kritische Stimmen hervorrief. Die wechselnden Launen der Geschäftsführer, bei denen auch schon mal ein Early Access-Titel vor Fertigstellung fallen gelassen wird, stellen dabei durchaus ein wiederkehrendes Muster dar. Das zeigen auch die Anfänge von The Day Before, zu denen wir jetzt mal gute 2 Jahre in die Zukunft springen. Rekonstruiert haben wir die anhand der Aussagen unserer Quellen. Auf Rückfragen von Game2 und GameStar haben leider weder die Gutovsevs, Maytonas Pressestelle, noch die Geschäftsführung reagiert. Rund 20 Personen arbeiteten zu Beginn von The Day Before im Studio. Die Hälfte davon war mit der Entwicklung eines Mobile-Spiels beschäftigt. Der Rest wurde für das bis dahin streng geheime Projekt abgezogen, das später The Day Before werden sollte. Das Konzept war zu dieser Zeit aber ein völlig anderes. Es sollte ein vergleichsweise kleines Survival-Spiel in stilisierter Cartoon-Optik werden, bei dem es erneut ums Überleben in einem eisigen Klima ging, nur dieses Mal mit Zombies. Dadurch mutete diese erste Version wie eine sinnvolle, konsequente Weiterentwicklung von The Wild 8 an. Es sollte keine riesige MMO-Metropole, sondern eine ländliche Kleinstadt, eine kurze Storyline und ein paar Stunden Gameplay mit Online-Koop-Optionen bieten. Wie einige unserer Quellen berichten, folgte aber schon bald der erste große Umbruch. Und der sollte nicht der letzte bleiben. Plötzlich musste die Optik erwachsener und realistischer sein. Das im Entstehen begriffene Spiel wurde eingestampft, Assets umgestaltet und neue, größere Locations eingeführt. Viele im Team seien von dem Strategiewechsel enttäuscht gewesen, weil sie den ersten Ansatz wirklich mochten. Und ganz ehrlich, ich auch. Stellt euch mal vor, was da letztlich für ein Spiel hätte herauskommen können, wenn das Team diesem ersten Ansatz weiter gefolgt wäre. Aber die Geschäftsführung hatte andere Pläne. Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Standards zu erhöhen. Wir dachten, dass wir einen großen Durchbruch bräuchten, weshalb wir zur Entwicklung von AAA-Spielen übergegangen sind. Wir sind seit 2 Jahren dran und es klappt richtig gut. Es ist das größte Produkt, das wir bei Fantastic je geschaffen haben. Und es kam noch ein Projekt hinzu. Während ein Team mit The Day Before dem AAA-Ideal hinterherjagte, begann eine kleinere Mannschaft mit der Arbeit an Prop Night. Das asymmetrische Multiplayer-Spiel wurde von Dead by Daylight und Prop Hunt inspiriert. Ein Viererteam kann sich in Gegenstände der Umgebung verwandeln, um einem gefährlichen Spielermonster zu entkommen. Die Entwicklung sollte von der Erfahrung profitieren, die die Mitarbeitenden während der ersten verworfenen Version von The Day Before sammeln konnten. Gerade am Cartoon-Look lässt sich das noch ganz gut ablesen. Intern wurde das Prop Night-Team aber zweitrangig und wie eine Art Bootcamp behandelt. Hatten sich neue Angestellte hier bewiesen, wurden sie für The Day Before abgezogen. Etwas, das sich später noch rächen sollte. Doch Anfang 2021 war es erst einmal an der Zeit für den großen Aufschlag von The Day Before. Zum ersten Mal zeigte sich ihr großer AAA-Titel in einem Trailer der breiten Öffentlichkeit und schlug ziemlich ein. Zum eigentlichen Spiel ließ sich zur selben Zeit aber nichts ähnlich Positives berichten. Wie wir erfuhren, war The Day Before zu diesem Punkt weder funktionstüchtig noch ein wirkliches Spiel. Ähnliches hörte auch Vitali Kasuno von der belarussischen Website EXBT Games, die für ihren Enthüllungsbericht über die Entwicklungsumstände mit 15 Mitarbeitenden reden konnten. Eine Sache, die du verstehen musst, die Trailer beruhen auf einem anderen Bild, quasi einem anderen Spiel. Und andere Teams haben daran gearbeitet. Der separate Trailerbild hätte aus einem großen Level bestanden, der einfach möglichst gut aussehen sollte, dadurch aber auch unglaublich rechenintensiv, nicht optimiert und einfach unspielbar war. Das erklärt auch, weshalb es von den gezeigten Inhalten im letztendlichen Spiel nicht viel zu sehen gab. Im Gegensatz zu beispielsweise dem ersten Watch Dogs-Trailer, dessen Szenen zwar auch geschönt, aber sich zumindest mit reduziertem Detailgrad im fertigen Spiel wiederfinden ließen, basierte The Day Before laut unseren Quellen gar nicht auf einem tatsächlichen Spiel, sondern auf einem Luftschloss. Das Team selbst hätte die meisten der veröffentlichten Videos deshalb auch nicht sonderlich gemocht. Aber Diskussionen darüber ließen die Gutovsevs nicht zu. Sie waren schließlich auch für die Planung der Trailer zuständig. Ähnlich wie bei The Wild 8 oder Prop Night hätten sie dafür oft andere Spiele zur Inspiration herangezogen. Vor allen Dingen AAA-Titel wie The Division, GTA, Call of Duty, The Last of Us. Die Liste ist lang und änderte oder erweiterte sich ständig. To ensure that combat remains deep and engaging at all times. Deep and engaging at all times.
Nur eine Devise blieb gleich. Do like they do. Also macht es genauso wie sie. Die Plagiatsvorwürfe, die vor allen Dingen nach späteren Trailern durchs Netz zogen, erklären sich da fast von selbst. Und was für die Trailer galt wohl leider auch für das eigentliche Spiel. Da musste der Charaktereditor immer wieder überarbeitet werden, weil, da ist gerade ein neues Spiel erschienen. Heute ist das erklärte Ziel GTA Online, morgen Hogwarts Legacy und den Tag darauf Baldur's Gate 3. Und dieses kleine Beispiel hätte es in der einen oder anderen Form in jeder Lage des Entwicklungsprozesses gegeben. Sie haben einige Spielmechaniken viele Male umgeworfen. Den Sprung beispielsweise 50 Mal. Nicht 15, 50 Mal. Und das Endergebnis war wirklich schlimm. Innerhalb der 5-jährigen Entwicklungszeit hätte es 3 unterschiedliche Versionen von The Day Before gegeben. Alle hatten nur eine Gemeinsamkeit: das Fehlen einer klaren Vision. Quasi täglich sollen sich Vorgaben und Wünsche der Geschäftsführung geändert haben. Die Aussage einer Quelle, die erst über Trailer erfuhr, dass das Spiel ein MMO werden sollte, klingt da ziemlich plausibel. Es fehlte einfach der rote Faden und ein klares Ziel. Das Einzige, was es gab, waren völlig unrealistische Deadlines, die infolgedessen immer wieder gerissen wurden. November 10th, December 7th. Die Beispiele für die sprunghaften Launen der beiden Gründer nehmen damit aber noch kein Ende. Neben The Day Before und The Wild 8 zeigten sich die auch noch an vielen weiteren Stellen. Wir springen nochmal zurück ins Jahr 2017. Nach dem Verkauf von The Wild 8 investierte Fantastic die Einnahmen in die Entwicklung ihres nächsten Spiels. Das vom Team gegen Monster-Shooter Evolve und Taktikballerei Rainbow Six Siege inspirierte Dead Dozen. Versuche mit geschönten Screenshots und Trailern den Early Access-Start zu bewerben, blieben aber erfolglos. Mit der Anmerkung, dass alle Geldmittel aufgebraucht wären, stellte Fantastic den Shooter schon 3 Monate nach Start wieder ein und ließ die kleine Community mit einem unfertigen Spiel zurück. Ihr sagt Bescheid, wenn euch Ähnlichkeiten auffallen, ja? Aber die Geschichte geht natürlich weiter. Nach der Dead Dozen-Niederlage suchten die Gotovtsevs ihre Zukunft im Mobile-Games-Segment. In dem feierten schließlich auch ihre Vorbilder von Mythona Erfolge. Innerhalb der kurzen Entwicklungszeit von 2 Monaten entstand dabei das schicke Light-Adventure Radiant One und erwies sich als Glücksgriff. Nach Dead Dozen hat uns Radiant One gerettet. Das ist ein Spiel, das in den App Stores unter der Kategorie Family Adventure noch immer sehr erfolgreich in den USA, China und anderen Ländern läuft. Wie schon bei The Wild 8 war die Erfolgsgeschichte aber nicht von Dauer. 6 Monate nach der Veröffentlichung sollte mit einem Abo-Modell samt Premium-Währungen Radiant One profitabler gemacht werden. Weil die erste Episode, das einstige Hauptspiel, ab sofort kostenlos angeboten wurde, schaffte es der Titel auf satte 100.000 Downloads. Wer einen Blick in die Bewertungen der Spiele-App wirft, wird aber viel Kritik und im Zusammenhang mit Fantastic verdächtig bekannte Vorwürfe entdecken können. Radiant One verlor nach und nach seinen guten Ruf. Nach dem anfänglichen Erfolg ihres letzten Projekts kam es bei Fantastic in vermeintlicher Kooperation mit Apple Russland zu einem weiteren Mobile-Spiel. Everbuilders. Das familienfreundliche Puzzlespiel mit Abo-Bezahlmodell wurde aber anscheinend im Dezember 2018 auch schon wieder fallen gelassen. Ein Verhalten, das man ja schon fast als kleines Hobby der Gotovtsevs bezeichnen könnte. Der Grund dürfte allerdings das lukrative Angebot vom späteren Publisher Mythona gewesen sein, in ihrem Auftrag ein AAA-Spiel zu entwickeln. Ehe wir aber mit The Day Before weitermachen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie die Geschichte um Prop Night ausging. Dem Spiel, das, ihr erinnert euch, parallel zu The Day Before entwickelt wurde. Erstmal war das ziemlich erfolgreich. Denn die Gotovtsevs bewiesen erneut, dass sie durchaus etwas von Marketing verstanden. Im Rahmen eines selbsternannten Mega-Events zu The Day Before kündigten sie ihr Multiplayer-Versteckspiel an. We're happy to show you our new game, Prop Night. Für einige hatte das schon damals einen faden Beigeschmack. Schließlich wirkte es so, als ob man einen überlebensgroßen Hype aufgebauscht hätte, nur um daraus einen Werbeeffekt für ein anderes Produkt zu schlagen. Doch der Plan ging voll auf. Prop Night stieg hoch in den Charts ein und wurde intern als großer Erfolg verbucht. Zu Recht, denn auch spielerisch zeigte das Spiel viel Potenzial und wurde gut aufgenommen. Das ist ein übelwitziges Game, wenn das noch richtig viele Updates kriegt. Ich meine, das ist Tag 1, ne? Doch eines Tages kamen die Gotovtsevs mit einem Wunsch auf das kleine Team zu, mit dem sie die Verkäufe weiter ankurbeln wollten. Wieder hieß es, macht es genauso. Sie haben irgendwann Resident Evil gespielt und daraufhin entschieden, den Look ihres Spiels vollkommen zu verändern. Sie haben das Team genötigt, das Prop Night Reborn Update zu entwickeln, das wie eine Kopie von The Day Before aussah. Der Fanbase gefiel das nicht und hat dem Spiel deshalb auf Steam schlechte Bewertungen gegeben.
Aber nicht nur der neue Look kam nicht gut an, sondern auch, dass während dessen 5-monatiger Entwicklung keine Kapazitäten für Updates und neue Inhalte blieb. Das Prop Night-Team war ja ein vergleichsweise kleines, da immer wieder Leute für The Day Before abgezogen wurden. Die Community verlor deshalb nach und nach das Interesse, weshalb die Entwicklung letztlich gestoppt wurde. Schon vor Einstellung von Prop Night schrieb Fantastic mit ihrem Volunteering-Programm Negativschlagzeilen, weil sie damit zu ehrenamtlichen Unterstützung ihrer Arbeit aufriefen. Die Kultur von Fantastic basiert auf Freiwilligkeit. Ein Volontier zu sein bedeutet, dass du bereitwillig für ein gemeinsames Ziel arbeitest. Für ein kommerzielles Unternehmen ist das abseits von Beta-Tests mindestens ungewöhnlich, vor allen Dingen aber ziemlich fragwürdig. Wir konnten mit Wolf sprechen, der seine echte Identität geheim halten möchte, uns aber während eines Calls einige Fragen beantwortete. Er übernahm ehrenamtlich nicht nur die Aufgaben eines Community Managers, sondern war zeitweise auch so etwas wie der Teamleiter aller Freiwilligen. Die Einstellung von neuem ehrenamtlichem Personal gehörte dabei auch zu seinen Aufgaben. Ich musste eine Menge Leute einstellen. Marketing, Map-Editing, Tester, Übersetzer, sowas halt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie viele Leute ich eingestellt habe, weil ich alle annehmen musste, die sich bewarben. Sie wollten so viele Freiwillige wie möglich haben. Das Problem war nur, niemand wurde wirklich eingesetzt. Wie uns von internen Quellen erzählt wurde, sei das Volunteering-Programm vor allen Dingen zur Community-Bindung ins Leben gerufen worden. Deshalb seien die Freiwilligen und ihre Fähigkeiten oft nicht wirklich beachtet worden und einfach als Tester oder Übersetzer von Prop Night und für einfache Community-Management-Aufgaben abgestellt worden. Statt eines Gehalts erhielten sie Spielwährung und Game Keys für Prop Night. Während den 2 Monaten in leitender Position erhielt Wolf seinen Angaben nach zumindest ca. 1.300 €. Den Rest der Zeit arbeitete er aber ehrenamtlich. Sagen wir mal so, ich habe mir täglich meinen Arsch aufgerissen, auch mit dem Wissen, dass es nicht bezahlt wird. Ich habe das einfach aufgrund meiner Leidenschaft gemacht und weil ich mich in der Gaming-Branche hocharbeiten und meine Fähigkeiten beweisen wollte. Davon abgesehen wurde Volunteering, also Freiwilligkeit, auch intern zur neuen Firmenphilosophie. Weil sich ja alle freiwillig dazu entschieden hätten, bei Fantastic zu arbeiten, wären auch Überstunden freiwillig und unbezahlt geleistet worden. Wer es nicht tat, wurde entlassen. Das kleine Werbevideo Live at Fantastic, das die Gotovsevs auf dem YouTube-Kanal veröffentlichten, um die guten Arbeitsbedingungen im Unternehmen aufzuzeigen, war deshalb intern Grund für viel Augenrollen. Every day with such a fantastic team is like a holiday. Aber das Arbeitsklima sollte in dem Video eh nicht die eigentliche Hauptrolle spielen. Immer wieder wurde Fantastics eigene Kommunikations-App Continent auffällig unauffällig in den Bildmittelpunkt gerückt. Now, office is here in the Continent app. Let's see. Ein weiterer PR-Schachzug der Gotovsevs, mit dem sie, ähnlich wie zuvor bei Prop Night, die Aufmerksamkeit um The Day Before für ein anderes Produkt nutzen wollten. Continent sollte nicht nur Zoom, Slack und Coding-Kampf ansagen, sondern dem Slogan nach auch gleich dem Büro an sich. Doch wie wir erfuhren, blieb das große Interesse aus und das Vorhaben wurde innerhalb weniger Monate eingestellt. Intern fand Continent aber weiterhin Anwendung, und zwar zur Überwachung der Mitarbeitenden. Mit der App konnte auch im Homeoffice jederzeit überprüft werden, ob ein Arbeitsplatz jetzt besetzt ist oder nicht. Weil die Kommunikation auf einfachen Knopfdruck erfolgte, konnten Angestellte jederzeit angesprochen werden und mussten umgehend reagieren, was laut einigen unserer Quellen für enormen psychischen Stress sorgte. Die Continent-App ist damit ein weiteres Beispiel für den kompromisslosen Führungsstil der Gotovsevs. In unseren Gesprächen stellte die Brüder kaum jemand als absichtliche Betrüger dar. Grundsätzlich hätten sie schon gerne ein gutes, erfolgreiches Spiel veröffentlichen wollen, wären dazu aber zu wankelmütig, unorganisiert und vor allen Dingen größenwahnsinnig gewesen. Letzteres hat den größtenteils jungen Mitarbeitenden sogar imponiert. Zumindest anfänglich. Die Gotovsevs seien durchaus charismatisch gewesen, wenn sie von einer Zukunft als Rockstars oder Expansionsplänen in die USA und Kanada redeten. Oder dass ihr Spiel bei Veröffentlichungen von berühmten Persönlichkeiten wie Elon Musk gestreamt werden würde. Ihr restliches Verhalten wollte dazu nur nicht so recht passen. Sie sagten immer, sie seien eine große Familie. Dann aber übten sie wieder Druck auf das Team aus, ihren Worten nach, um sie anzuspornen, und feuerten dafür einfach Leute. Spontane Kündigungen schienen für die Geschäftsführer generell ein wichtiges Mittel zu sein, um zu motivieren. Oft wurden sie deshalb regelrecht zelebriert. Uns liegen interne Chatverläufe vor, in denen Eduard Gotovsev offen verkündet, dass eine Person aufgrund von fehlendem Willen entlassen wurde. Wie wir in Gesprächen erfuhren, nur ein Beispiel von vielen, aber sie hatten ihren Effekt.
Durch die drohende Gefahr, jederzeit entlassen werden zu können, wagten es die wenigsten, Widerworte zu geben oder Bedenken zu äußern. Etwas, das laut vieler Aussagen aber dringend nötig gewesen wäre, da die Geschäftsführer von der eigentlichen Spieleentwicklung nur rudimentäre Kenntnisse gehabt hätten. Ein weiteres Druckmittel, das die Gotovtsevs einiger unabhängiger Aussagen nach eingesetzt hätten, war für uns im ersten Moment kaum vorstellbar. Demnach wären Fehler oder aber auch Dinge, die den beiden einfach missfielen, mit Geldstrafen belegt worden. Dieser Screenshot bestätigt das zusätzlich, indem 2 Personen für die vermeintlich niedrige Qualität von Sprachaufnahmen eine Strafe von 1.930 US-Dollar zahlen mussten. In unseren Gesprächen wurde uns von weiteren Fällen dieser Art erzählt. Und ganz ehrlich, da fällt einem nichts mehr ein. Auch Crunch war leider ein allgegenwärtiges Thema bei Fantastic. Das illustriert ein uns zugespielter Screenshot sehr deutlich, in dem Eduard Gotovtsev fast schon feierlich ankündigt, dass Samstage ab sofort ein offizieller Ruhetag seien, was bei normaler Wochentagsarbeit eigentlich die Regel sein sollte. Nicht aber hier. Und wie uns in Gesprächen oft beschrieben wurde, blieben auch die Samstage nicht lange als Ruhetage bestehen, geschweige denn Sonntage. Um euch ein klares Bild der Arbeitsbedingungen zu vermitteln, unter denen The Day Before, Prop Night und wahrscheinlich auch andere Titel des Studios entstanden, lesen euch Teile des Game2-Teams jetzt einige auf Deutsch übersetzte Aussagen unserer Quellen dazu vor. Ich habe nie weniger als 16 Stunden am Tag gearbeitet. Während der letzten 1,5 Jahre habe ich keinen Samstag, die letzten 2 Monate gar keinen Tag mehr frei gehabt. An einigen Tagen habe ich bis 9 Uhr morgens durchgearbeitet, nur um dann um 10 Uhr vom klingelnden Telefon geweckt zu werden, weil meine Anwesenheit verlangt wurde. Überstunden waren erst kein Problem, bis daraus 1,5 Monate Arbeit ohne einen einzigen freien Tag wurden. Und schlafen konnten wir täglich auch nur 5 Stunden. Urlaub, Wochenenden, Freizeit, nicht existent. Ich habe mich sogar dabei erwischt, wie ich nach ein paar Stunden Pause bettelte, nur um mal Zeit für eine Dusche oder ein Essen zu finden. Leider wurde mir während meiner Arbeitszeit kein Urlaub gewährt, schreibt uns eine Person, die fast 2 Jahre lang bei Fantastic tätig war. Bei diesen Aussagen dürfte man sich fragen, warum die Leute trotzdem mitgemacht haben. Die Antwort ist einfach. Fantastic ermöglichte vielen unerfahrenen, jungen Entwicklerinnen und Entwicklern den Berufseinstieg, die im Gegenzug dafür dankbar und leidensfähig waren. Außerdem kam ein Großteil der Belegschaft aus ländlichen Regionen Russlands und anderer GUS-Länder wie Kasachstan und Armenien. Regionen, in denen es kaum andere Möglichkeiten zur Arbeit in der Games-Branche gibt. Zusätzlich hätten die Geschäftsführer nach weiteren Möglichkeiten gesucht, Mitarbeitende ans Unternehmen zu binden. Benötigtes Arbeitsgerät wurde beispielsweise zur Verfügung gestellt, im gleichen Moment aber verlangt, dass dessen Wert über das Gehalt abbezahlt wird. An eine frühzeitige Kündigung war da aufgrund drohender Verschuldung kaum zu denken. Kehren wir aber zum großen Finale zurück, The Day Before. Das war trotz Release-Ankündigungen immer noch ein unzusammenhängender Flickenteppich. Mitte 2022 und damit zur Zeit der ersten kurzfristigen Release-Verschiebung hätte das Spiel den Eindruck erweckt, als wäre es gerade einmal ein paar Monate in Entwicklung gewesen. Selbst im Frühjahr 2023, zum Zeitpunkt der überraschenden zweiten Verschiebung, sei das Spiel noch lange nicht fertig gewesen. Grund dafür war wohl die nach wie vor große Sprunghaftigkeit der Geschäftsführung. Die Gotovtsev-Brüder haben 2-3 Monate vor Release Spider-Man 2 gespielt und die glänzende, schöne Stadt bewundert. Sie sagten deshalb, dass die Stadt in The Day Before zu bedrückend sei und die Stimmung des Spiels geändert werden müsse. Mit Wünschen wie diesem konnte das kleine Team aus 3D-Artists einfach nicht Schritt halten, weshalb mit gekauften Assets nachgeholfen werden musste. Das fiel auch vielen Leuten im Netz auf und Kritik wurde laut. Uns gegenüber betonte man aber, dass der Großteil noch immer selbst entwickelt wurde. Gut ablesbar zum Beispiel an den ArtStation-Portfolios vieler ehemaliger Angestellter. Auch der Schöpfer eines der markantesten, vermeintlich verwendeten Assets bekräftigte das uns gegenüber. Er bestätigte schriftlich, dass sein Asset-Paket Wenn dann stark modifiziert wurde und er keines seiner Gebäude letztlich wiederentdecken konnte. Von einem fertigen Spiel war man aber nach wie vor weit entfernt. Was die Marketingkampagne allerdings nicht zu bremsen schien. Eine Woche vor Release mietete man sich sogar Werbeflächen im New York Times Square. Warum haben die das überhaupt gemacht? Soweit ich weiß, hat das noch kaum jemand davor getan. Nur sowas wie Call of Duty beispielsweise. Aber das sind halt auch große Namen. Wir waren einfach wirklich nur baff. Ich meine, warum haben die das überhaupt gemacht? Eine berechtigte Frage. Vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass das nur wackelig auf 2 Beinen stehende The Day Before im Vorfeld zur Veröffentlichung kaum getestet wurde. Etwas, das gerade bei einem umfangreichen Multiplayer-Spiel ein absolutes Muss ist.
Auch zu The Day Before wurden offene Beta-Tests angekündigt. Stattgefunden haben die aber nie. Auch nicht unter freiwilligen Helfern, wie behauptet wurde. Die Entwickler haben nicht mal gewusst, was mit dem Spiel passieren wird, wenn ein Server voll ist. Es gab nur 5 Tester. Und einer von ihnen wurde nur eine Woche vor Release entlassen, weil die Gotovtsevs einen Bug entdeckt hätten. Und so schleppte sich The Day Before bis zu seiner Veröffentlichung. Am Release-Tag selber wäre in den Chaträumen des Unternehmens von den Gotovtsev-Brüdern weit und breit keine Spur gewesen. Eventuell, weil sie wussten, dass das Spiel ein großer Flop werden würde. Zumindest vermuten das einige unserer Quellen. Alleingelassen beobachtete das Team, wie sich das Spiel bei Veröffentlichung schlug. Wie zu erwarten war, nicht gut. The Day Before is real. Real fucking bad. There's endless bugs, the servers are totally broken. I'm not it, Bob! Fuck! Bro, what is this? This is a train wreck. I already wish I could go back before the day before I played this game. Junge, das ist doch scheiße. There's nothing about this that makes me want to continue. It's a disaster. Es sollte mittlerweile jeder Person klar sein, dass The Day Before beinahe unspielbar ist. No, the score graphic didn't get stuck. That's a 1 out of 10, folks. Ja, ich hab's gespielt und glücklicherweise erstattet bekommen. Das Spiel war sehr leer und ich dachte mir nur, was zur Hölle soll ich hier machen? Die Playerbase war enttäuscht. Und die Entwicklerinnen und Entwickler auch. Ich glaube, dass es anfänglich wirklich gute Pläne gegeben hat. Aber aufgrund der Geschäftsführer ging die zu Bruch. Sie konnten einfach kein Spiel in dieser Größe realisieren. Trotz des verheerenden Feedbacks und des Wissens, dass es noch verdammt viel Arbeit bedeuten würde, machte sich das Team daran, das Spiel zu verbessern. Auch ohne direkte Anweisungen der Gotovtsevs. Nach ersten Hotfixes wäre auch am Montag nach Release ein Patch für den späteren Tag geplant. Fertiggestellt werden sollte der aber nie. Die Gotovtsev-Brüder sind am Montag in Microsoft Teams aufgetaucht und haben angekündigt, dass sie Fantastic schließen würden. In einer mittlerweile über Reddit geleakten Nachricht, dessen Echtheit uns gegenüber bestätigt wurde, schlüsselte Eduard Gotovtsev auf, dass von den zu diesem Zeitpunkt verkauften rund 202.000 Spielen fast die Hälfte zurückerstattet werden musste. The Day Before wäre ein finanzielles Fiasko gewesen. Wenige Stunden später wurden alle internen Kommunikationswege abgeschaltet und die Angestellten entlassen. Die beispiellos schnelle Schließung erwischte das Team eiskalt. Es ging alles so schnell, dass es wie ein schon lange durchgeplantes Szenario wirkte. Ein bitteres, geschmackloses Neujahrsgeschenk. Bei alledem könnte man sich jetzt fragen, was denn jetzt die Rolle von Publisher Mytona in der Entwicklung von The Day Before war. Tatsächlich ist dessen Einfluss abseits der Finanzierung schwer zu greifen. Wie wir aus internen Kreisen erfuhren, wären die Gotovtsevs während der Entwicklung wie Genies behandelt worden, die man nicht mit trivialen Anliegen stören dürfe. Deshalb hätte das Unternehmen wohl auch nur sehr selten Einblick in das Projekt gehabt oder eingefordert. Erst kurz vor Release tat sich etwas. Dann besuchten Spezialisten von Mytona doch noch das Studio und versuchten, den Stand des Spiels zu analysieren. Sie meldeten, dass sie es von Grund auf neu entwickeln oder zumindest den Release um 2 bis 3 Jahre aufschieben müssten. Mytona entschied sich aber dagegen. Wie uns 3 Quellen berichteten, hätte die Mytona-Geschäftsführung nach der enttäuschenden Veröffentlichung eine Abstimmung durchgeführt. Sie wollten erfahren, wie groß die Bereitschaft wäre, das Spiel intern weiterzuentwickeln. Die Stimmung war eindeutig. Über 300 Personen hätten dagegen und nur 20 dafür gestimmt. So bald werden wir also von der Marke nichts mehr hören, die vom einst meistgewünschten zu einem der unbeliebtesten Spiele auf Steam avanciert ist. Für die Gotovtsevs gilt das aber vielleicht nicht, wie nicht nur Vitali von iXBT, sondern auch einige unserer Quellen berichteten. Danach haben die Gotovtsevs angekündigt, dass sie ein neues Projekt gestartet hätten. Ein Mobile-Spiel. Und einige aus dem Team könnten sich ihnen anschließen. Sie haben ein neues Studio gegründet und fangen ganz von vorn an. Auf die Frage, ob The Day Before jetzt ein großer Scam war, lässt sich gar nicht so einfach eine Antwort finden. Natürlich hat Fantastic in Trailern wissentlich ein Spiel beworben, das gar nicht existierte. Da aber keine Vorbestellungen möglich waren und auch über die übliche Steam-Frist hinaus Rückerstattungen geleistet wurden, ist es zumindest dahingehend kein klassischer Betrugsversuch. Finanziell dürfte vor allen Dingen Geldgeber Mytona betrogen worden sein. Aber auch alle Freiwilligen, die Fantastic in gutem Glauben unterstützten. Zumindest Wolf scheint damit aber seinen Frieden geschlossen zu haben, auch wenn er als Sprachrohr in der Außenwahrnehmung oft als Feindbild angesehen wurde.
Die einzigen Probleme, die ich hatte, waren Leute, die mich angegriffen und gestalkt haben. Aber abseits davon geht's mir gut. Man könnte zwar sagen, dass ich meine Zeit verschwendet habe, aber gleichzeitig auch wieder nicht. Ich habe eine Menge Erfahrung gesammelt, was mir sehr hilft. Wie unsere Recherchen aber hoffentlich gezeigt haben, sind die größten Leidtragenden die Mitarbeitenden selbst. Gebt nicht den Entwicklerinnen und Entwicklern die Schuld, sondern denjenigen, die die Entscheidungen gefällt haben. Ich hoffe einfach, dass den Leuten, die an The Day Before gearbeitet haben, das im weiteren Berufsleben nicht negativ ausgelegt wird. On their portfolio. I don't usually believe in miracles, so I assume that your quick recovery is the result of incredible fortitude. Wir haben uns während der Recherche mit vielen engagierten Menschen ausgetauscht, die viel investiert haben, die ein gutes, erfolgreiches The Day Before schaffen wollten. Ein The Day Before, auf das sie hätten stolz sein können. Und wer weiß, hätten sie die erste Vision weiterverfolgen können, hätte das vielleicht auch geklappt. So aber bleibt nur ein katastrophaler Fehlschlag zurück, der den Beteiligten jedoch nicht zum Vorwurf gemacht werden sollte. Wir für unseren Teil hoffen, dass sie an anderer Stelle in der Games-Branche eine faire Chance erhalten. Und dass für The Day Before die verantwortlich gemacht werden, die es ruiniert haben und nicht die, die es zu retten versucht haben. Wir hoffen, dass euch dieses für uns nach wie vor etwas ungewöhnliche Format gefallen hat. Investigativer Journalismus ist im Gaming-Bereich selten, weil er in der Produktion sehr aufwendig und teuer ist. Deshalb würden wir uns umso mehr freuen, wenn ihr die Arbeit unserer GameStar-Kollegen und auch unsere unterstützt, teilt und kommentiert. So zeigt ihr uns, dass ihr mehr von solchen Themen und Reportagen sehen wollt.